Würdest du eher gezwungen sein, alle meine Videos hintereinander zu gucken? Oder würdest du eher nie wieder meine Videos schauen dürfen? Wie nie wieder meine Videos schauen dürfen? Das kannst du nicht ernst meinen. Wir sind heute zurück bei Würdest du eher, wo es darum geht, dass wir uns entscheiden müssen, würdest du eher das und würdest du eher das. Und im letzten Part war es wirklich immer so, dass Fragen erst richtig gemütlich angefangen haben. Würdest du eher ein Kotelett essen oder würdest du ein Eis essen? Also was ganz Simples, okay? So etwas, was einfach zu beantworten ist. Keiner verurteilt einen, denn jeder hat seinen eigenen Geschmack. Doch dieses Mal wird's richtig heftig und ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, dieses Video zu schauen. Ich kann dir nicht sagen, ob du schaffen wirst, aber ich denke, ja, das solltest du schaffen. Ich sehe es dir an. Und beim letzten Mal habe ich euch gesagt, würdest du eher das Video liken oder würdest du eher den Kanal abonnieren? Und ich weiß nicht, was es ist, aber viele Leute kennen Regeln nicht und ihr dürft halt nur eins wählen. Und trotzdem haben Leute beides getan. Also nur damit du Bescheid weißt, wenn ich so eine Frage stelle, dann bedeutet das, wähle eins, aber nicht zwei. Denn du darfst ja nur eins wählen. Würdest du eher ist quasi ein Spiel. Du bekommst zwei Sachen und du darfst dich nur für eins entscheiden. Du darfst nicht beides nehmen, okay? Deswegen bitte halte dich an die Regeln und nimm nicht beides. Falls du es aber nicht getan hast, solltest du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du das getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade und du gehst zur Glockengang. Hypervlogging. Als ein 15-Jähriger würdest du lieber deine Eltern hassen, aber 24/7, also dauerhaft, egal wann, wenn du schläfst, wenn du wach bist, egal wann mit ihnen zusammen sein, obwohl du sie hasst. Du darfst aber nicht vergessen, dass du 15 bist, okay? Oder würdest du lieber deine Eltern über alles lieben, aber zusehen, wie sie vor dir mit einem grausamen Tod sterben? Genau vor dir. Und das meinte ich mit, diese Frage wird ziemlich heftig. Das ist die erste Frage und die ist schon wirklich absolut unnormal, Leute. Also ich weiß auch nicht, aber wieso kommen die mit solchen Fragen? Ich meine, kommt schon, ich bitte euch, okay? Das ist die erste Frage, lasst mich doch mal chillen. Das Ding ist, es ist nicht gut, wenn man seine Eltern hasst, aber dann noch 24/7 mit ihnen zu sein, das geht gar nicht. Dann hätte man ja gar kein Leben. Also man hätte ja wortwörtlich kein Leben. Das ist das Problem. 24/7 bedeutet, egal was du tust, wenn du in der Schule bist, egal was du tust, deine Eltern sind dauerhaft bei dir. Aber du bist ja nur ein 15-Jähriger. Also sagen wir so, wenn es nur für ein Jahr ist, könnte man das ja überleben. Das wäre das schrecklichste Jahr meines Lebens. Wenn das für ein Leben wäre, geht's gar nicht. Aber hier steht es nicht genau, okay? Für ein Jahr, okay. Gehen wir davon aus, es ist nur für ein Jahr, weil hier steht als ein 15-Jähriger. Also ich denke mal, wenn man 16 ist, wird es nicht mehr so sein. Oder du liebst deine Eltern und sie sterben an einem heftigen Tod. Genau neben dir. Das geht so oder so nicht. Also ich nehme auf jeden Fall das Linke, weil wie gesagt, ich erwarte quasi, dass es nur für ein Jahr ist. Für ein Jahr kann man es aushalten, okay? Aber das war eine ziemlich harte Antwort. Ich meine, was würdest du nehmen? Würdest du genau dasselbe nehmen? Ihr könnt damit spielen. Viele sagen, die nehmen das genau dasselbe wie ich. Aber es gibt auch einige, die was anderes nehmen, okay? Und das ist komplett okay, denn es ist okay, eine unterschiedliche Meinung zu haben. Keiner verurteilt dich dafür, wenn du anders denkst als ich. Viele denken anders als ich und das ist komplett okay, okay? Und deswegen geben auch andere Leute andere Antworten, logischerweise. Würdest du lieber 50 Chicken Nuggets essen oder würdest du eher 6 Big Macs essen? Das sind Chicken Nuggets. Die sollten eigentlich jeder sollte die von euch kennen, ne? Quasi von McDonald's oder von wo auch immer. Und das hier ist ein Big Mac, der meistens eher so aussieht. Ja, auf den Bildern sieht alles immer schön aus, das steht fest. Nun, ich gehe nie zu McDonald's. Ich mag McDonald's nicht, okay? Aber ich liebe es, in Restaurants zu gehen. Und ich liebe Chicken Nuggets. Ich liebe es, okay? Ich liebe Chicken allgemein. Ich liebe Hühnchen. Ich meine, ich würde jetzt sagen, wäre ich gemeint, schöne Grüße an alle Veganer da draußen, aber ihr kennt mich und sowas würde ich niemals tun, denn im Endeffekt will ich niemandem schlechte Laune machen oder so, okay? Ich bin für die gute Laune, aber schöne Grüße an alle Veganer. Nun, ich nehme auf jeden Fall 5, ja, definitiv, keine Frage. Ich meine, Big Macs sind lecker, ich gebe es zu, aber, und ich mag auch Burger, aber Big Mac verbinde ich mit McDonald's und ich esse keine McDonald's Burger, okay? Ich mag Burger sehr gerne, ich liebe Burger, aber Big Macs, wie gesagt, das hat für mich was mit Mc's zu tun und McDonald's Burger will ich nicht essen. Zum einen kann ich ja von Millionen essen und werde nicht satt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor mehreren Jahren, vielen Jahren bei McDonald's war. Das allerletzte Mal, da habe ich wortwörtlich mir einen Burger geholt und ich war nicht satt. Ich hätte gefühlt 20 essen können und ich war nicht satt. Und deswegen, dann habe ich gemerkt, okay, es schmeckt zwar gut, aber irgendwas stimmt damit nicht, weil wenn ich nicht satt werde, dann kann es ja nicht etwas sein, was mich auf Dauer erfüllen kann. Außerdem soll es sehr ungesund sein, aber jedem das seine, okay? Also, schmecken tut's auf jeden Fall, nur ich kenne halt Läden, irgendwelche Burgerläden, wo es einfach viel besser schmeckt, okay? Viel besser. Oh Gott, diese Frage wird die einfachste der Welt sein. Würdest du eher $1 finden oder würdest du eher ein Buch lesen? Und ich lese keine Bücher, aber ich höre sehr viele Bücher. Ich liebe Hörbücher, okay? Zum Einschlafen, perfekt. Wenn du nicht einschlafen kannst, hör Hörbücher. Der Grund ist, weil wenn man nicht einschlafen kann, dann ist der Kopf meistens am Arbeiten. Sagen wir zum Beispiel, man hat eine Arbeit in der Schule oder irgendwas mit der Arbeit oder so oder wie auch immer. Und bei mir ist es auch so eine Kopfsache und der Kopf ist meistens daran schuld, wenn man nicht einschlafen kann. Meistens. Zu 99%. Und wenn man ein Buch liest oder wenn man sich quasi in ein Hörbuch vertieft, da kann man so gut einschlafen, dass der Wahnsinn. Ich schlafe immer. Seitdem ich Hörbücher höre, habe ich gar keine Probleme mehr einzuschlafen. Deswegen auf jeden Fall Hörbücher. Alter, sind die Menschen. Die Menschheit ist ziemlich traurig. Das steht fest, Leute. Würdest du lieber in einer Welt leben, die
nur von Zombies sind? Oder würdest du lieber in einer Welt leben, wo es nur My Little Ponies gibt? Also quasi in einer kleinen, super süßen Traumwelt mit My Little Pony oder in einer gefährlichen Zombie-Welt. Und ich nehme auf jeden Fall die Zombie-Welt. Ich meine, kommt schon. Oh, okay, die Leute mögen keine Zombies. Ich mag Zombies, okay? Ich kann es mir gut vorstellen. Ein Leben auf der Flucht. Und nein, ich sage nicht, dass es schön ist, aber es ist irgendwie spannend, okay? Ich meine, stell dich mal vor, da draußen wären die ganze Zeit nur Zombies und ihr rennt einfach um euer Leben und ihr reist durch die Welt nur, um irgendwie zu überleben. Und dann nach anderen Leuten zu suchen, die quasi auch überleben wollen. Problem ist leider, dann gibt es keine Gesetze mehr so richtig. Was bedeutet, jeder macht das, was er will. Und dann sind sogar andere Menschen eure Feinde. Aber irgendwie will ich nicht in einer Welt von My Little Ponies leben, okay? My Little Pony ist bestimmt cool, aber nein, das wird mir zu viel. Okay, diese Frage hatten wir beim letzten Mal auch so ähnlich, aber die ist ganz anders, okay? Würdest du lieber unsterblich sein oder würdest du lieber jetzt genau sterben? Das bedeutet quasi, dass du entweder niemals stirbst, also niemals, wirklich niemals, egal was passiert, du stirbst nicht. Du wirst nicht sterben. Egal was du tust, du wirst nicht sterben. Du kannst es versuchen, wie oft du willst, du kannst nicht sterben. Keiner kann dich töten, unsterblich. Oder würdest du halt lieber jetzt sterben? Und das ist das Ding. Ich meine, ich will nicht für immer leben. Vor allem, da ich ja alter. Hier steht ja nicht, dass ich aufhöre zu altern. Hier steht ja nur, dass ich irgendwann alt werde und nicht sterbe. Aber irgendwann, wenn man alt ist, ich denke, irgendwann ist die Zeit zu gehen. Aber jetzt sterben? Ich will nicht jetzt sterben, okay? Ich will auf jeden Fall definitiv das Linke nehmen. Definitiv, das ist keine Frage. Also, ich will nicht für immer leben. Aber jetzt will ich halt auch nicht sterben. Und deswegen nehme ich das einfach, was ich jetzt will, okay? Ich meine, ja, definitiv. Für den Rest deines Lebens würdest du lieber alle Superpowers haben, die es gibt, aber alleine sein. Also, du hast keine Freunde, gar nichts, keine Familie, gar nichts. Aber du hast alle Superkräfte, die es gibt. Oder würdest du lieber eine normale Person sein, aber bekannt? Und ich bin bei einem ziemlich sicher, wenn man Superkräfte hat, dann ist es zwar schön, aber alleine zu sein ist sehr langweilig. Menschen sind nicht dafür gemacht, um komplett allein zu sein, okay? Selbst ein introvertierter Mensch, der gerne allein ist, und ich bin einer, ich verbringe meine Zeit sehr gerne alleine. Ich mag es, meine Zeit alleine zu verbringen. Ich muss also nicht immer Leute um mich haben, aber für immer alleine sein will ich nicht. Superkräfte zu haben wäre zwar geil, aber auch nur für eine bestimmte Zeit, denke ich. Ich denke, irgendwann gewöhnt man sich daran und es ist normal und dann ist man eher alleine. Aber andere Personen kennenzulernen, das macht halt mega viel Spaß. Und bekannt zu sein macht auch viel Spaß, also nehme ich auf jeden Fall das Rechte. Und wow, 42% hätten das Linke genommen, also die hatten nichts dagegen, alleine zu sein, aber sie hatten Superkräfte. Ich meine, man könnte jetzt sagen, oh ja, vielleicht habe ich eine Superkraft. Ich meine, man kann sich ja alle Superkräfte aussuchen. Du bist schnell, du bist stark, du bist alles. Also alles. Egal welchen Superheldenfilm du gesehen hast, du hast alles. Aber willst du das wirklich? Das ist die Frage. Ich will es ehrlich gesagt, ich will nicht alleine sein, okay? Und von dem, was ich weiß, gibt es keine Superkraft, die einem erlaubt, alles zu haben. Aber wie gesagt, es gibt halt eine Regel und die lautet, du bist halt für immer allein. Und das ist halt etwas, was ich nicht bereit bin zu tun. Jetzt kommt die merkwürdigste Frage, die du jemals in deinem Leben hören wirst. Würdest du lieber jedes Jahr wie aus Magie dein Geschlecht ändern? Sagen wir haben das Jahr 2016, du bist ein Mann. 2017 auf einmal wachst du auf und du bist eine Frau. Okay? Entweder das oder gezwungen sein, jedes Jahr umzuziehen und ein neues Leben zu beginnen. Wenn du umziehst, musst du neue Freunde finden, neue Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Eine neue Arbeit finden und das jedes einzelne Jahr. Ich bin eine Person, ich ziehe nicht gerne um. Also ich bin gerne in meiner Stadt und ich mag meine Stadt und auch wenn es mal ganz cool ist, andere Orte zu sehen, aber ich mag meine Stadt am meisten. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Deswegen bin ich nicht bereit, jedes Mal umzuziehen. Außerdem, dein Geschlecht zu ändern, okay? Ich mag mein Geschlecht. Ich mag's Mann zu sein, habe ich schon öfter gesagt. Aber irgendwie wäre es auch aufregend. Problem ist nur, wenn man sich verliebt, okay, da muss man halt eine Person finden, die das akzeptiert, die das weiß, weil wenn man erzählt das den bekannten Personen und man verhält sich ja auch gefühlt anders, oder ich weiß nicht, du änderst dein Geschlecht, das merken die Leute im Umfeld. Du wirst bekannt als einer sein, der immer wieder sein Geschlecht ändert und deswegen wirst du auch nur Leute kennenlernen, die das auch akzeptieren und das okay finden und das nicht komisch finden. Außerdem werden sich Leute daran gewöhnen. Jedes Jahr aber umzuziehen ist etwas, was nichts für mich ist. Für manche Leute vielleicht ja, für mich nicht, deswegen nehme ich auf jeden Fall das Linke. Ja, und 60% stimmen mir zu, wow. Würdest du lieber in einem Cartoonfilm sein oder würdest du lieber in einem Actionfilm sein? Und auf jeden Fall in einem Actionfilm, das ist nicht mal eine Frage. Vor allem Cartoon, wie soll ich mir das vorstellen? Ich meine, ist es so ein Cartoonfilm, der verfilmt wird, wie jetzt der Aladdin-Film und der König der Löwen-Film? Er wird ja verfilmt, sodass es wie real aussieht, okay? Also, das ist die Frage. Aber ich glaube, auf jeden Fall das Rechte. Ich meine, kommt schon, Leute. In einem Actionfilm, wer will nicht in einem Actionfilm dabei sein, okay? Das wäre das Geilste der Welt. Würdest du lieber von einem Zombie gegessen werden oder lieber verbrannt werden an einem Pfeil? Und ich will nicht verbrannt werden, ich will aber auch nicht von einem Zombie gegessen werden. Und das ist echt beides richtig kacke. Ich nehme auf jeden Fall instinktiv das mit dem Zombie, weil verbrennen will ich nicht. Verbrennen ist das Grausamste, man spürt es überall. Zombies, ich meine, wenn ich das von dem Film sehe und ich mir das so gut vorstellen kann, die essen dich halt von innen auf und es ist beides super grausam, aber ich muss mich entscheiden und ich nehme Zombie auf jeden Fall. Mir wird ein bisschen schlecht gerade. Du hast das Gesetz gebrochen. Würdest du lieber 5 Jahre im Gefängnis verbringen, aber wenn du zurückkehrst, dann bist du wieder
wieder genauso alt wie davor und du hast keine Konsequenzen erlitten. Das bedeutet quasi, du warst zwar im Gefängnis, kommst aber zurück, dein Leben beginnt genau da, wo du warst, als du ins Gefängnis gingst. Ist ja verständlich, glaube ich, oder? Man geht zwar ins Gefängnis, aber man kehrt wieder in sein normales Leben zurück. Außerdem ist man sogar noch jünger, okay? Oder niemals ins Gefängnis gehen, aber gezwungen sein, jedes einzelne Jahr umzuziehen für den Rest deines Lebens. Also die Wohnung umzuziehen, den Ort zu ändern. Also so ähnlich wie davor, nur das ist halt eine andere Frage. Ich glaube, ganz ehrlich, ich gehe 5 Jahre ins Gefängnis. Ja, ich gehe 5 Jahre ins Gefängnis, definitiv. Und ich werde dann zurückkommen und mein normales Leben weiterleben, würde ich so sagen. Weil ich meine, das ist wieder dasselbe mit dem Umziehen. Dazu habe ich schon was gesagt. Ich bin nicht der Typ, der umzieht. Also auf jeden Fall das Linke. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du das geantwortet, was ich geantwortet habe? Oder sehen deine Antworten ganz anders aus? Würde mich mal mega interessieren, weil ich meine, das ist halt spannend zu sehen, was die Leute nehmen würden. Ein paar Leute würden was ganz anderes nehmen, was ich niemals nehmen würde. Aber das ist halt irgendwie das Spannende an der Sache. Ich meine, 45% ist gar nicht so gering. Die würden lieber umziehen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind ganz andere Menschen, die einfach gerne umziehen. Oder vielleicht, was heißt gerne? Sie müssten dann gezwungen sein. Aber das Ding ist, diese verschiedenen Ansichten, das ist einfach mega geil zu sehen, was die andere Leute nehmen würden. Würdest du lieber ein Geist sein oder ein Dämon sein? Ein Geist will ich nicht sein. Ich bin lieber ein Dämon. Oh, okay. Seht ihr das? Die meisten Leute wären lieber ein Geist, aber wieso ein Geist, okay? Sei doch lieber ein Dämon. Ein Geist ist halt so nicht richtig da. Es ist halt schwer zu erklären. Ich meine, natürlich kannst du überall durch Wände gehen, aber du kannst niemanden berühren oder so. Du bist halt ein Geist und Dämonen, das sind halt Dämonen, die können dich trotzdem berühren. Also, ich weiß auch nicht. Obwohl es viele Arten gibt, einen Dämon zu sehen. Lass mal googeln. Wie sieht ein Dämon aus? 100% Dämon? Wieso nehmen Leute Geist? Ich meine, schaut euch mal sein schönes Lächeln an. Ich meine, wer will nicht gerne Dämon sein? Würdest du lieber der Schüler sein, der immer in der Klasse schläft? Oder würdest du lieber der Schüler sein, der immer in der Klasse redet? Es kommt darauf an, was redet. Redet mit anderen Leuten oder sich immer meldet und immer die richtigen Antworten gibt und allgemein viel redet und sich am Unterricht beteiligt. Ich nehme auf jeden Fall das mit dem Reden. Weil egal was passiert, schlafen ist so... Du kannst nicht schlafen im Unterricht, okay? Du wirst ermahnt. Außerdem sieht das jeder. Die Lehrer sehen das und reden. Wie gesagt, es kommt darauf an, was für Reden. Ich meine, rede ich mit meinem Sitznachbarn, da werde ich ebenfalls erst rausgeworfen, weil ich nicht aufhören kann, mit denen zu reden. Oder melde ich mich. Aber ich nehme auf jeden Fall das Rechte. Definitiv. Ich rede lieber mehr als zu schlafen. Würdest du lieber nicht in der Lage sein, ohne Hilfe Türen zu öffnen? Oder würdest du lieber nicht in der Lage sein, Treppen hochzugehen und das ohne Hilfe? Das ist die Frage, was tue ich öfter? Benutze ich öfter Türen oder benutze ich öfter Treppen? Und in meinem Fall benutze ich öfter Türen, denn bei Treppen gibt es viele Fahrstühle, weil bei mir muss ich auch die Treppe benutzen, um überhaupt nach oben zu kommen zu meiner Wohnung. Aber es gibt einen Fahrstuhl. Ich muss keine Treppen benutzen. Man muss allgemein nicht immer Treppen benutzen, vor allem, weil es halt viele Leute gibt, die in Fahrstühlen sitzen. Und deswegen muss man da keine Treppen benutzen. Und selbst wenn, da kann man jemanden suchen, der einem Hilfe gibt. Aber ich nehme auf jeden Fall das mit den Treppen, dass ich mit Hilfe nur die Treppen hochklettern kann. Weil wie gesagt, Türen öffne ich zu oft. Ich öffne Türen jeden Tag und ich bin oft allein zu Hause. Und wenn ich allein zu Hause bin, dann habe ich niemanden, der mir hilft, die Türen zu öffnen, weil ich bin da nicht in der Lage. Also auf jeden Fall das mit den... Ich will auf jeden Fall Türen öffnen. Würdest du lieber allergisch auf Babys sein oder würdest du lieber allergisch auf alte Leute sein? Das ist ebenfalls die Frage. Ich meine, irgendwann werde ich vielleicht selber Babys haben. Ich meine, man weiß es nicht. Aber ich will nicht allergisch zu meinem eigenen Baby sein. Und meine Oma, okay, ich sag mal so, es wäre richtig blöd, wenn ich allergisch zu meiner Oma wäre oder von allgemein älteren Menschen. Aber ich habe gar nicht so viel mit älteren Menschen zu tun. Es ist nicht so, als würde ich jetzt meine Zeit immer wieder mit älteren Menschen verbringen. Ich mag ältere Menschen sehr gerne, aber ich verbringe meine Zeit jetzt nicht immer mit ihnen, okay? Deswegen auf jeden Fall allergisch auf ältere Menschen. Definitiv, das ist keine Frage. Würdest du lieber ein Lichtschwert besitzen, also sowas wie in Star Wars, oder würdest du lieber wie in Star Wars quasi die Macht haben, also Sachen irgendwie zu heben und keine Ahnung, du hast halt die Macht, okay? Du kannst quasi, wie gesagt, die können doch alle Sachen heben, ohne dass sie berühren mit der Macht. Auf jeden Fall die Macht, okay? Das wollte ich immer. Ich habe mir das Kind vorgestellt, wie ich quasi Sachen hebe und das quasi mit der Macht, aber es hat leider nie funktioniert, aber müsste ich mich entscheiden auf jeden Fall. Ich meine, Lichtschwert ist episch, okay? Aber im Endeffekt, ja, spielt man damit rum und ich bin eher einer, der würde irgendwie zu viel rumspielen damit und dann würde ich irgendwas tun, weil ich meine, ich würde mich selber verletzen, definitiv, das ist keine Frage. Würdest du lieber immer nackt sein oder immer Juckreiz haben? Immer Juckreiz haben. Wie schlimm ist das denn bitte? Ich meine, kommt schon, Leute. Auf jeden Fall immer nackt sein. Auf jeden Fall. Juckreiz ist das Schlimmste. Wenn mich etwas juckt, dann muss ich kratzen und ich bin dann die ganze Zeit damit beschäftigt zu kratzen. Dann bin ich lieber immer nackt. Definitiv. Würdest du lieber ein Kind haben, was aber in der 7. Klasse ist? Das bedeutet sowas wie, du hast es nie als Kind gesehen. Du hast nicht gesehen, wie es geboren wurde. Du hast jetzt einfach ein Kind, was quasi in die 7. Klasse geht und du musst es erziehen. Oder niemals ein Kind haben oder adoptieren. Und das ist wieder ein Ding. Ist man ein Typ, der gerne Kinder hat oder ist man eine Person, die keine Kinder hat? Momentan kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, Kinder zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, niemals Kinder zu haben. Aber das weiß man halt nie, okay? Also, hier steht ja nicht wann. Ich sag mal so, wenn ich 30 bin, okay? Dann nehme ich auf jeden Fall das linke. Definitiv. 51%. Also 49% haben
haben lieber niemals Kinder und auch nicht adoptieren. Also adoptieren steht auch hier, darf man nicht. Würdest du lieber fliegen wie Superman oder dich fortbewegen wie Spider-Man? Das ist eine gute Frage, weil auch wenn ich Spider-Man Millionenmal mehr mag als Superman, Millionenmal mehr. Spider-Man ist so viel cooler als Superman. Das ist ein Fakt, für mich zumindest, okay? Ja, Spider-Man hat nicht die unnormalen Fähigkeiten wie Superman und Spider-Man ist auch nicht so mächtig, aber von der Sympathie her und von der Coolness her ist Spider-Man viel besser, okay? Ich meine, Superman ist mega stark. Er ist unnormal stark, aber ich kann mich mit ihm persönlich nicht so ganz identifizieren. Er mit Spider-Man. Deswegen würde ich natürlich von dem Charakter her Spider-Man nehmen. Aber Superman hat halt eine klasse Fähigkeit. Ich meine, man kann fliegen wie Superman. Das ist der Wahnsinn. Trotzdem glaube ich, auf Dauer ist das, was Superman macht, irgendwann so ein bisschen steril. Ich meine, er fliegt immer ganz schnell, okay? Das mag zwar Spaß machen, aber ich denke, das, was Spider-Man kann, das mit dem Rumschwingen, ich persönlich halte Schwingen für mehr Spaß als Fliegen. Deswegen ich mir auf jeden Fall Spider-Man. Und ich habe rumgespuckt. Und die meisten, die stimmen mir nicht zu. Ist okay, okay. Es ist in Ordnung. 33% sind auf meiner Seite. Okay. Aber Leute, das war's für die heutige Folge. Würdest du das nehmen, was ich nehme, oder würdest du was anderes nehmen? Das kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Für mehr davon, lass mir doch oben. Da unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und du gehst zur Glockengang. High five Glockengang. In der Beschreibung findest du mein Merch auf Instagram und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.